Eurobike 2024. Wir sind bei BH am Stand und da gibt es nicht nur diesen neuen, kleinen, winzigen, super starken Motor, sondern es gibt auch neue Light-EMTBs. Der Julian erklärt uns mal, was es so Neues bei BH gibt. Wie du schon gesagt hast, gibt einen neuen Light Assist Motor von BH, also einen BH eigenen Motor, jetzt BHZ. Habt ihr entwickelt? Haben wir entwickelt, wird von der SEG gebaut, SEG Automotive in Spanien. Der komplette Motor ist entwickelt und produziert, also komplett made in Europe. Sehr, sehr cool, finde ich. Wie ihr vielleicht seht, Außenhülle ist genau gleich zum alten. Also wir hatten ja vorher schon den Vorgänger neu gebrandet. Aber innen hat sich wirklich alles verändert. Also er wurde von null auf neu entwickelt. Einige Fehler, die wir einfach und Unfeinheiten, die wir vorher hatten, wurden ausgemerzt. Aufgrund der unveränderten des Designs außenrum hat sich beim Rad auch nicht ganz so viel getan. Ist richtig? Der Rahmen ist gleich geblieben, was uns wichtig war, weil wir haben den Motor dahingehend entwickelt, dass er perfekt in unsere Räder passt. Und wir wollen nicht unsere Räder oder unsere Rahmen dahingehend verändern, dass die Motoren reinpassen. Deswegen auch die Eigenentwicklung und wie ich schon gesagt habe, also Hardware, Software hat sich alles verändert. Was sind so die Hardfacts von dem Motor? Hardfacts 2,1 Kilo, 500 Watt Spitzenleistung. Welche Akkus habt ihr dabei? Akkus in den Light Assist EMTBs waren vorher 540 Wattstunden, jetzt mit neuen LG-Zellen bieten wir 630, intern fest verbaut. Gibt es auch einen Range Extender dazu? Ein Range Extender gibt es auch, 180 Wattstunden ist der gleiche, wie wir davor hatten, was sich da aber verändert hat. Beim Vorgängermodell konntest du pro Bike nur einen Range Extender verwenden. Jetzt kannst du dir auch beliebig viele Range Extender hinter den Rucksack packen und die als Austauschakku nutzen. Aber warum ging das vorher nicht? Das ging vorher mit der Programmierung, mit dem Motor nicht. Ich konnte immer nur einen Range Extender zum System verwenden. Richtig. Okay, das wusste ich tatsächlich gar nicht, aus dem einfachen Grund, ich hatte zu dem Rad noch nie einen Range Extender, aber das könnte sich in der Zukunft vielleicht ändern. Aber eine wirkliche Besonderheit da ist, du kannst den Akku bis auf, sagen wir, 5–6% runterfahren. Wenn du dann den Range Extender tauschst, hast du nochmal die vollen 180 Wattstunden des Range Extender mit 100% Motorleistung. Also auch der Range Extender im Vollgasmodus bietet Vollgasmodus. Oh, stark. Das ist stark. Das finde ich richtig gut. Aber erzähl uns noch ein bisschen was zu den neuen Rädern, weil die sind schon auch ganz schön spannend, finde ich. Jawohl. Also was noch zur Motoreinheit passt, wir haben hier das iRemote, eine sehr minimalistische Bedieneinheit. Also ja, On-Off-Knopf, wir haben LEDs, die den Akkuladezustand anzeigen, die auch den Unterstützungsmodus anzeigen und natürlich kannst du die Unterstützungsmodi plus minus verändern. Wenn du ein Display willst, kannst du ganz einfach ein Garmin connecten. Ah, clever. Das zeigt dir dann natürlich alle Parameter an, die du brauchst, Geschwindigkeit, Akku. Läuft das dann über eine App speziell oder einfach nur über ANT+? ANT+. Ah ja, okay, also cool. Super einfach, wie wenn du einen Herzfrequenzsensor verbinden willst, zack, und du siehst alle Infos auf dem Garmin. Neuer Motor, neue Bikes. Julian, was gibt's Neues neben dem Motor? Neben dem Motor haben wir weiterhin eine Trail-Variante mit 150 mm Federweg und eine Race-Variante mit 120. Das ist immer noch das iLynx, wie man es quasi kennt? Richtig, immer noch das iLynx, wie man kennt. Gleicher Rahmen, gleiche Bezeichnung. Das iLynx Race geht bei 17 Kilo los. Wir gehen da ein bisschen anderen Weg. Wir sagen, wir wollen keine zu kleinen Akkus verbauen. Wir bieten 630 Wattstunden intern. Sagen, dafür nehmen wir lieber 1,5 Kilo mehr Gewicht in Kauf, statt da wirklich auf 15 Kilo, 15,5 zu gehen. Finde ich auf jeden Fall ziemlich stark und ziemlich schlüssig, das ganze Thema. Ich mag auch die Idee, das iLynx in Trail und das L zu verpacken. Finde ich gut. Muss man dann gucken, was der Markt haben will, die 120 mm oder eben doch ein bisschen mehr Federweg. Aber ich finde es erstmal richtig, dass ihr das so im Portfolio habt. Jawohl. Und sonst, wie all unsere Mountainbikes mit dem Split-Pivot-System ausgestattet, also der Hinterbau, spezieller Hinterbau. Und sonst, ich denke, die Räder haben in den letzten Jahren viele kennengelernt auf dem Markt. Wie gesagt, Rahmen hat sich nicht verändert, aber der neue Motor wird echt ein Gamechanger, made in Europe und kurze Wege. Eins am Abschluss noch, preislich, wo liegen die Räder ungefähr? Preislich hat sich auch einiges getan, also wir sind mit dem UVP runtergegangen, wir haben gesagt, da wir jetzt einen großen Akku haben, brauchen wir den Range Extender nicht mehr serienmäßig verbauen. Also das Topmodell, das dann auch bei der Trail-Variante bei 18 Kilo liegt, aber liegt bei 8.000 €. Okay.
Also danke Julian, dass du uns die Neuheiten von BH vorgestellt hast. Wenn ihr Fragen zu BH habt und den neuen Bikes mit dem neuen kleinen Minimotor, dann postet es hier in die Kommentare, wir werden das Ganze beantworten. Am Ende, wie immer, bleibt elektrisch.